Aber ich würde sagen, wir können die 3 guten Gewissens benennen. Und zwar kriegen Codes von uns der gute alte Sir Wendy. Ja, der ist mit 77 relativ nah dran. Dann Genau. BöhmF Cooking and Gaming mit 135. Das ist schon ziemlich nah dran, Alter. Das sind mal gerade 12 daneben. Ja. Das ist krass. Und Odd Kid. Odd Kid. 138, ne? Nur 3 weiter. Genau. Die 3 kriegen von uns einen Download-Code für Riddled Corpses X geschenkt. Nicht mit Riddled Corpses X ist ein Twin-Stick-Wave-Shooter mit Bullet-Hell-Elementen und erschien 2015 erstmals auf Steam. 3 Jahre später erfährt das Spiel nun eine aufpolierte Portierung für Xbox One, PlayStation 4 und Vita. Und das auch noch mit einer Cross-Buy-Funktion für die Sony-Konsolen. Entwickelt wurde der Titel von Daniel Fernandez Caves und dem Publisher Cowcat Games. Die Story, kurz runtergebrochen, ist schnell erzählt. Die Apokalypse bricht aus und ihr müsst sie aufhalten. Alles andere wäre schon zu viel verraten. Alleine oder im lokalen Koop zu zweit ballert ihr euch in sauberen 60 FPS durch die Endzeit. Die Level bestehen dabei aus Autoscrollern mit kleinen Wave-Shootern Zwischenstopps. Am Ende jedes Levels erwartet euch ein Boss, dessen Schwachstelle ihr herausfinden müsst, um ihn zu besiegen. Dabei stehen euch 6 levelbare Charaktere mit verschiedenen Stats und Skills zur Verfügung, die teilweise aber erst freigekauft bzw. freigespielt werden müssen. Den Taster für eure Upgrades und Items verdient ihr natürlich, indem ihr Matschbären ins Jenseits befördert. Nach eurem Ableben könnt ihr dann eure gesammelten Moneten verprassen und euch erneut in die Schlacht stürzen, bis ihr stark genug seid, es den Pestbollen heimzuzahlen. Mit seinen 6 Leveln im Story-Modus ist Riddled Corpses X nicht gerade das längste Spiel. Allerdings bietet es durch seinen Arcade- und Survival-Mode samt Online-Leaderboard einen zusätzlichen Wiederspielwert. Anders als im Story-Mode müsst ihr das Spiel im Arcade-Modus in einem Rutsch meistern. Gelevelt wird hier nicht nach jeder Runde, stattdessen sammelt ihr im Level selbst Upgrades für euren Charakter, die dann sofort in Kraft treten. Alles entscheidend ist natürlich am Ende der Score. Spielt ihr zu zweit, gibt der Modus sowohl eine kompetitive als auch eine Teamkomponente her. Denn jeder hat zwar seinen eigenen Highscore, doch wird der am Ende auch zusammengezählt. Im Survival-Modus hingegen habt ihr eine statische Map, in der euch Welle für Welle Horden von Gegnern umrennen wollen. Zu bemängeln haben wir eigentlich nur das Balancing im Story-Mode. Wir brauchten vom ersten bis ins vermeintlich letzte Level insgesamt nur 1 Stunde. Danach zog der Schwierigkeitsgrad so enorm an, dass wir weitere 4 Stunden nur mit Farmen und Grinden verbrachten. Da man sich aus unerklärlichen Gründen auch noch dazu entschloss, das 6. Level des Spiels nur betreten zu können, nachdem man jedes Mal das 5. erneut geschafft hat, zieht sich das Ende des Story Modes doch etwas in die Länge und ihr werdet vermutlich die meiste Zeit in Level 4 und 5 zubringen. Stilistisch ist der Pixel-Shooter eine kuriose Mischung aus Zombies Ate My Neighbors, Robotron 2084 und bedient sich ganz klar an Elementen aus Earthbound. Passend zum Look liefert das Spiel auch eine Auswahl zwischen verschiedenen Filtern, darunter auch ein CRT- und Scanline-Filter für Fans der alten Schule. Bei der Musik könnt ihr zwischen einer klassischen Chiptuned oder einer modernen Variante wählen. Leider kommt ihr erst nach Abschluss der Story in den Genuss der einzig wahren Variante des Soundtracks, nämlich der Metal-Version. Das hätte man sich doch von vornherein gewünscht. Alles in allem ist Riddled Corpses X ein technisch wie visuell sehr gut gelungener Shooter in Knuddeloptik, der vor allem zu zweit echt Laune macht. Und für den schmalen Taler kann man da ruhig mal zuschlagen. Nochmal herzlichen Dank ans NES-Kommando für den Code. Also Leute, was haltet ihr von dem Game? Schreibt's uns in die Comments. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sind Böhme. Bis zum nächsten Mal.